Hallo, ihr seid auf meinem Kanal, wo ich meine Handelsstrategien teile. Danke für eure Unterstützung, für Likes, Abos und Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Ideen für die nächsten Videos habt, dann schreibt bitte diese in den Kommentaren unten. Und wenn ihr von mir Handelssignale bekommen möchtet, habe ich meinen Telegram-Kanal in der Beschreibung des Videos hinterlassen. Meldet euch dort, schreibt mir das Codewort Signale und ich füge euch hinzu. In diesem Video möchte ich euch meinen Handel ab $55 zeigen. Ich eröffne Geschäfte, die auf der technischen Analyse basieren, nämlich auf dem Markttrend, den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, den diagonalen Kanälen und anderen Instrumenten. Mein Handelsziel für heute ist es, mein Konto auf $5.000 zu erhöhen. Schaut euch dieses Video unbedingt bis zum Ende an und seht, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Vielleicht gefällt euch ja auch meine Art zu handeln und ihr wollt sie in Zukunft bei eurem Handel auch anwenden. Lasst uns nun nach dem ersten Einstiegspunkt suchen. Wie man sehen kann, haben wir eine absteigende Bewegung, auf der ich einen diagonalen Kanal markiert habe, innerhalb dessen Grenzen der Preis handelt. Diese Begrenzungen haben sich bereits mehrfach bewährt, da der Kurs nach Erreichen einer der Linien umkehrte und sich in die entgegengesetzte Richtung bewegte. Deshalb möchte ich jetzt einen Handel nach dem gleichen Schema eröffnen. Wir sehen, dass nach dem aktiven Wachstum bis zur oberen Grenze der Preis nicht genug war, um es zu berühren, und der Rückgang begann. Darauf werde ich einen Abwärtshandel eröffnen. So, ja, infolgedessen bewegte sich das Chartbild weiter abwärts und wir erzielten einen Gewinn aus dem ersten Handel. Weiter folgt eine kurze horizontale Trendlinie auf dem Chart und dann erscheint wieder die rote Impulskerze. Wir sehen, dass es noch genügend Abstand zur unteren Grenze gibt, wo der Preis fallen kann. Wir behalten auch im Kopf, dass wir einen Abwärtstrend haben. So ist es sicherer, mit dem Trend zu handeln. Da die nächste Kerze ebenfalls rot ist, denke ich, dass dies ein guter Zeitpunkt ist, um einen Abwärtshandel zu eröffnen. Der Handelsbetrag ist $99 und die Zeit beträgt dann 1 Minute. Prima, wie wir sehen können, wird die untere Grenze des Kanals getestet und wir schließen unser Handel im Plus. Werfen wir mal jetzt einen Blick darauf, was auf dem Markt passiert. Der Kurs bewegt sich weiterhin im Abwärtstrend. Die Kanalgrenzen werden im Allgemeinen noch ausgearbeitet und der Kurs hat die untere Begrenzung getestet und einen guten Rückkauf erhalten. Gleichzeitig können wir feststellen, dass sich der Abwärtstrend verstärkt hat. Da der Kurs immer wieder die untere Begrenzung berührt und sogar noch etwas tiefer geht, erreicht er die obere Begrenzung jedoch nicht zum zweiten Mal. Daher ist es immer noch sicherer, den Abwärtshandel zu eröffnen. Ich denke, dass der Preis bereits genug zurückgegangen ist, um weiter abwärts zu gehen. Und ich eröffne deshalb einen Abwärtshandel mit der Summe von $179. Perfekt, wie man sieht, geht mein Szenario auf und wir machen Gewinn. So, hier sehen wir, dass sich der Kurs nach einem kleinen Rückgang wieder auf das Niveau des vorherigen Höchststandes zurückgekauft hat. Dann beginnen die langen roten Kerzen wieder zu wachsen. Und in der Tat, das Szenario des vorherigen Handels wird wiederholt. Da wir uns immer noch in der Nähe der oberen Begrenzung befinden, hat der Preis noch keinen starken Rückgang gezeigt und der allgemeine Trend bleibt rückläufig. Und da ich keine Anzeichen für eine Preisumkehr sehe, beschließe ich, einen Abwärtshandel hier zu eröffnen. Der Betrag wird also der Betrag meiner gesamten Einlage sein und die Zeit wird 1 Minute. Ja gut, schließlich sinkt der Kurs stark und wir machen auch Gewinn mit diesem Handel. Warten wir mal ab, wie sich die Marktlage entwickelt und suchen wir die nächste Position dann. Die Abwärtsbewegung und die Geschäfte über den Kursrückgang bleiben vorrangig.
Aber gleichzeitig sehen wir, dass die Volatilität viel geringer geworden ist, sodass der Kanal schmaler geworden ist. Und ich werde auch versuchen, von den Kanalgrenzen aus auf die Bewegung in die Gegenrichtung einzuwirken. Wir sehen, dass sich der Preis gut erholt und an die obere Grenze des aktuellen Preiskanals kommt. Daher eröffne ich hier einen Abwärtshandel. Und toll, wie wir sehen können, wurde der Einstiegspunkt perfekt gewählt und unser Handel schließt hier im Plus. Weiter bewegt sich der Preis bereits in einer horizontalen Trendlinie, denn wie wir sehen können, liegen die Höchst- und Tiefstwerte auf dem Diagramm ungefähr auf demselben Niveau. Da der allgemeine Trend immer noch abwärts gerichtet ist, würden wir gerne einen Abwärtshandel eröffnen. Und da sich der Preis in einer horizontalen Trendlinie befindet, warte ich, bis er genug wächst und eröffne von einem höheren Punkt auf dem Diagramm auf der erscheinenden roten Kerze einen Abwärtshandel. Ja, super. Ich sehe, dass mein Szenario aufgegangen ist und unser Geschäft im Plus abgeschlossen wurde. So, weiter verschiebe ich die Grenzen des diagonalen Kanals auf die gebildete horizontale Trendlinie, um die Suche nach Einstiegsmöglichkeiten in den Handel zu erleichtern. Wie wir sehen können, bewegt sich der Kurs seit etwa 20 Minuten recht ordentlich in dieser horizontalen Trendlinie. Daher werde ich von den Kanalgrenzen aus arbeiten, um mich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen. Ich warte, bis der Kurs an eine der Begrenzungen kommt und dann sehe ich, dass das Chart die untere Begrenzung testet. Dann eröffne ich sofort einen Aufwärtshandel. Und wie wir sehen können, schließt das Geschäft über dem Anstiegspunkt und wir machen wieder einen Gewinn. Schauen wir nun uns an, was weiter auf dem Markt passiert und suchen wir den nächsten Einstiegspunkt. Wie wir sehen können, haben wir einen Aufwärtstrend. Preis bildete ein weiteres Hoch, rollte dann zurück und der nächste Höchststand lag auf dem gleichen Niveau wie der vorherige. Ich habe auch einen horizontalen Kanal festgestellt, in dem sich der Preis bewegt. Er hat bereits die untere Grenze getestet und es gibt noch einen Abstand für das Wachstum zur oberen Grenze. Berücksichtigt man auch den allgemeinen Aufwärtstrend, ist es sicherer, einen Aufwärtshandel zu eröffnen. Der Betrag meines Handels ist $1000. Super, schließlich gelingt es uns. Der Chart wächst ein wenig und wir schließen dann im Plus. Hier kommt der Kurs an das Widerstandsniveau und reagiert erneut darauf. Es gelingt ihm nicht, höher zu steigen und es kommt nur zu einem Test des Niveaus. Da der Chart diese Grenze vorher nicht durchbrechen konnte, denke ich, dass es jetzt einen Pullback geben wird. Außerdem können wir sehen, dass es direkt nach dem Test lange rote Kerzen gibt. Daher eröffne ich einen Abwärtshandel mit $2000. Ja, wir sehen, dass der Preis weiter gefallen ist und wir haben also mit diesem Geschäft Geld verdient. So, hier beende ich meinen Handel und verlasse den Markt. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video interessant und habt etwas Neues gelernt. Ihr könnt dieses Konzept auch bei eurem Handel anwenden und eure Geschäfte auch im Plus abschließen. Mehr Handelssignale sind in meinem Telegram-Kanal zu finden. Schreibt mir das Codewort Signale, um Zugang dazu zu erhalten. Das war's von mir. Gebt diesem Video Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und habt einen guten Handel. Tschüss!